Hallo ihr Homos und willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol und willkommen zu einer Sightseeing-Tour im Microsoft Flight Simulator 2020. Meine Idee war, von meinem Heimatort, bzw. von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, im schönen Valmy-Steyr, in den Ort zu fliegen, wo ich jetzt wohne und lebe, nach Laisach im schönen Osttirol. Allerdings gibt es im Valmy-Steyr bekanntlicherweise keinen Flughafen. Darum starten wir vom nächstgelegenen Flughafen und das ist der LSZS in Samaden im Engadin. Wir starten also in Samaden, steigen langsam auf 7500 Fuß, das sind ungefähr 2200 Meter, fliegen das Unterengadin entlang bis Zernetz, fliegen dann über den Ofenpass und dann ins Valmy-Steyr, vom Valmy-Steyr dann weiter Richtung Bozen und von Bozen dann ins schöne Osttirol Richtung Flughafen Nikolsdorf. Und wie schon gesagt, ich werde hier nicht Luftlinie fliegen, sondern ich werde hier ein bisschen eine Sightseeing-Tour für euch machen, damit man auch die schöne Landschaft ein bisschen anschauen kann. Und das wird an einer Stelle wahrscheinlich ziemlich tricky werden, weil wie gesagt, wir fliegen auf 7500 Fuß, also knapp 2200 Meter oder ziemlich genau 2200 Meter Höhe. Und die Offenpasshöhe, die wir überfliegen werden, die liegt auf 2149 Meter, also das heisst, den bereichen wir fast. Da bin ich gespannt, wie das rauskommen wird. Und jetzt würde ich einfach sagen, sitzen wir ins Cockpit und starten den Flüger. Ah ja, vielleicht nur zum Flüger. Wir fliegen mit einer Diamond Aircraft DA-62, ein wunderschönes Flugzeug, aber genug geschnurrt. Wie gesagt, starten wir jetzt. Wunderbar, und da sind wir, im verschneiten Samaden. Ich habe auf Live-Watter geschaltet. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es so schön ist wie hier bei uns. Aber es sieht ganz schön neblig aus, das Ganze. Aber gut, steigen wir einmal ein. Und dann schauen wir mal, dass wir den Kübel starten können. Als erstes Treibstoffpumpen einstellen. So, und dann starten wir die Batterie. Der Alternator. Die Fachbremse ist an, wunderbar. Den schalten wir auch ein. Dann starten wir mal die Lichter. Strobe. Damit der Heini hier auch weiss, da draussen, dass es jetzt dann gleich losgeht. Ja, und dann starten wir mal das Triebwerk. Zuerst das rechte. Wenn wir hier vorglühen lassen. Und los. Das läuft. Und das gleiche mit dem linken. Auch wieder vorglühen lassen. Und die Kiste läuft. Tipptopp. Und dann wir dann Master Avionics aktivieren. Dann können wir auch Funk und so weiter. Gut, gut, gut. So, die Kiste läuft. Schauen wir nochmal schnell den Flugplan an. So, wenn wir hier reingehen, kommen wir hier auf Flightplan. Und da sieht man schön, wir fliegen vom LSZS, vom Flughafen Samaden, über Bever, La Punt, Madulain, Zuaz, Schampf und Zernetz biegen wir dann ab über den Ofenpass. Das hier ist Passhöhe, Susomchive. Dann nach Cier, Fuldera, also über den ganzen Valmy-Steyr, wie gesagt, Richtung Bozen und dann ins Osttirol. Wunderbar, da sieht man es auch noch mal. Gut, was müssen wir noch machen? Was habe ich noch vergessen? Genau, unsere Zielhöhe einstellen. Da stellen wir auf, wie gesagt, 7500 Meter. Im Übrigen, wie gesagt, der ganze Flugplan, den kann man auch abladen. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Gut, und den Flight Level Change tun wir auch aktivieren. Flight Level Change tun wir auf 110 Knoten. Dann steigen wir da gemütlich. Ja. Wunderbar.
So, und wir haben 8 Grad. Hölla, Samaden im Winter 8 Grad, das ist viel. Aber wir stellen die Heizung trotzdem ein. Dann geht auch die Meldung hier weg. So. Und ich glaube, dann wären wir schon so weit. Wie sieht es aus? Oh, schön. Das Wetter wird auch besser. Der Nebel ist schon am Verschwinden. Wunderbar. Tipptopp. Da startet auch gerade das Flugzeug. Wenn wir dem noch schnell zuschauen. Da. Auf der vereisten Piste. Ja, der macht das gut. So, dann setzen wir uns wieder ins Cockpit rein. Den Funk muss ich noch einstellen. Was haben wir? 135. 135, 325. 325. So. Ja, jetzt haben wir es. Sehr schön. Und dann sagen wir, dass wir jetzt dann gerade losfahren. Salmon in traffic, Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is taxiing to runway 3. Wunderbar. Den stellen wir noch auf GPS um. Und die Landeklappe tun wir 1 runter. So. So, und dann kann der liebe Kollege Essig da kommen und uns einen Pushback geben. Sehr schön. Machen wir auch mal das Landing Light an. Tipptopp. Und dann Ende vom Pushback. Dankeschön. Und dann können wir eigentlich loslegen. Alles frei. Also, ein bisschen mehr Gas. Dann kommt da noch ein Auto, der soll schön warten da. Ist alles frei und wir fahren oder fliegen ins schöne Wetter. Das finde ich super. Salmon in traffic, Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is clear of the runway. Das heisst, wir starten einfach. Sierra X-Ray Golf Sierra taking off. Ja, da kann es losgehen. Ab ins Osttirol. Und mit der DA 82 müssen wir auf ungefähr 80 Knoten, dann können wir schön starten. Da ist da easy, du leck du mir. So, und jetzt können wir schön abheben. Wunderbar. Das Fahrwerk einfahren. So, Landeklappe auch rein. Und dann können wir eigentlich schon den Autopilot aktivieren. Und zwar mit Altitude, Nav und Autopilot ist an. Ui, wo fliegt er jetzt hin? Im Berg? Ah, er macht das gut. Schön. Ja, und wenn alles richtig eingestellt ist, dann können wir uns jetzt eigentlich schon zurücklehnen und den Flug geniessen.
und ich sehe gerade, wir sind ganz schön vereist. Das heisst, wir gehen jetzt nochmal ins Cockpit. Oh Jesus, da sehe ich ja gar nichts mehr. Und da schalten wir mal die Heizpumpe ein. Jawohl. Uiuiui. Hoffentlich wirkt die schnell, weil da sieht man ja gar nichts mehr. Ich hoffe, das Triebwerk friert nicht ein. Minus 2 Grad. Ah, aber das geht schnell. Gut, gut. Gut, gut, da sieht man wieder etwas. Wunderbar. Sehr schön. Ich habe schon Angst gekriegt. Ja, leider im Moment sieht man gar nichts. Ich fliege blind. Ich fliege eigentlich nur nach Autopilot, beziehungsweise das Flugzeug fliegt. Ich mache nicht wirklich viel. Ich hoffe nur, dass wir ankommen und dass wir etwas sehen, weil eigentlich wollte ich ja das schöne Osttirol zeigen. Im Moment sieht man nur Südtiroler Nabel. Im Osttirol wird es wieder besser. Ich habe ein gutes Gefühl. So, was man jetzt hier leider nicht sieht, ist, dass hier vorne das wunderschöne Osttirol anfängt. Und zwar überfliegen wir jetzt dann in Kürze Granzen. Wir gehen nochmal ins Cockpit rein. Da haben wir ein bisschen grösser hier. Ja. So. Und zwar ist hier Granzen. Da ist sie jetzt hier angezeigt. Jawohl. Die überfliegen wir gerade und dann sind wir im wunderbaren Osttirol. Nur leider sieht man jetzt hier wieder nicht viel. Schade. Aber bis wir in Laisach sind, beziehungsweise am Flughafen Nikolsdorf, hat sich der Nabel sicher aufgelöst. Schauen wir einmal.
Ja, ja, jetzt sieht man es schön. Also, ja gut, schön, man sieht es. Das da vorne ist der Rauchkofel. Und hier vorne ist Nikolsdorf und dort müssen wir landen. Und darum nehmen wir jetzt nochmal ein bisschen Schub raus. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil der Flughafen Nikolsdorf ist nicht wirklich groß. Und mein Flugzeug ist ein bisschen zu groß für den Flughafen. Ich glaube, in der Realität startet hier niemals so eins. Aber ich bin ja kein Pilot. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, dann wechseln wir jetzt in die Cockpit-Ansicht. Und beginnen mit dem Landeanflug. Nehmen nochmal ein bisschen Schub raus und dann den Autopilot jetzt auch ausschalten. Die Landeklappe kann ich mal schon ausfahren. Nein, das brauche ich noch nicht. So. Ich bin viel zu schnell. Weil da vorne sehe ich den Flughafen schon. Landeklappe doch ausfahren. Und zwar volle Kanne. Das Fahrwerk ausfahren. Landing Lights an. Gut. Und da vorne ist er dann. Da fliegen wir ganz knapp über die Häuschen vorbei. Noch ein bisschen mehr Schub. Jetzt landen wir am Boden. Dann müssen wir nach links. Ich hätte vielleicht ankündigen, dass ich komme, weil da scheint irgendetwas auf dem Flugfeld rumzufahren, oder? Scheiße, mehr Schub. Machen wir mal eine Runde zum Schauen. Weil da fährt irgendein Bus. Was fährt da ein Bus? Da muss doch kein Bus fahren. Scheiße, ich sehe die Landepiste gar nicht. Höher. Also, die Landeklappe nochmal rein. Machen wir eine Runde. Scheiße. Ich sehe da gar nicht von lauter Schnee. Kopf, verdammt nochmal. So. Dann steigen wir noch mal ein bisschen. Ja, jetzt machen wir hier halt eine Runde. Das habe ich ja geübt. Ich kann es trotzdem noch nicht richtig. Vor allem nicht dann, wenn ich die hohen Landepisten nicht sehe. Ei. Immerhin. Das Wetter ist besser geworden. Also die Eisen können wir jetzt eigentlich auch abstellen. Das ist eh schon normal. Ja, das lassen wir so. Und dann drehen wir um, nehmen die Schub raus. So, und dann gehen wir auf den Landeanflug. Landeklappe raus. Jetzt sehe ich sie zumindest ein bisschen da. Ja. Ich sehe sie zumindest auf dem PFD, auf dem Bildschirm. Jetzt, was macht der Bus dort vorne? Gang weg, ich lande da. Also ich muss wirklich nur nach Bildschirm fahren, weil da sehe ich gar nichts. Ich hoffe... Oh,
das war nicht so eine schöne Landung gewesen, aber ich bin gelandet! Ha! Ohne eine Bruchlandung zu machen. Und der Bus hat sich jetzt auch vertschüsst. Meine Damen und Herren, willkommen im schönen Osttirol. Schön, wir sind gelandet. Und jetzt parkieren wir noch unser Flugzeug, der hure Schüttelbacher. So. Da fahren wir runter. Schön. Und da wartet der Heinz schon. Jetzt stellen wir einfach vor seine Nase her da. Wie man nicht mehr sieht, wo Wiese ist und wo nicht. Weil alles voller Schnee ist. Da fahren wir hin. Und da stellen wir es ab. Schön, wir sind gelandet. Willkommen zu Hause. Abschalten. Wunderbar. Triebwerk abschalten. Pumpen aus. Bremse an. Wunderbar, wir sind da. Ja, das wäre mein kleiner Sightseeing-Flug vom wunderschönen Münstertal ins noch viel schönere Osttirol gewesen. Ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Jetzt sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.